Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Deployen. Jeder von uns kennt wahrscheinlich das Problem, dass man mit einem kleinen Server anfängt und plötzlich 20 verschiedene Apps gleichzeitig laufen hat. Das bedeutet am Ende leider auch 20 verschiedene Benutzernamen und Passwörter, wobei man ständig vor einem anderen Login-Fenster landet. Das nervt im Alltag nicht nur gewaltig, sondern entwickelt sich auch schnell zu einem echten Sicherheitsrisiko, falls ihr aus Bequemlichkeit überall das gleiche schwache Passwort nutzt. In diesem Video zeige ich euch deshalb Schritt für Schritt, wie ihr Authentic auf eurem System installiert. Authentic fungiert dabei quasi als das zentrale Gehirn für eure gesamte Identität und die komplette Zugriffskontrolle eurer Dienste. Wir bauen uns eine private Lösung, die eure Datenhoheit garantiert und euch ein echtes Single Sign-On-System liefert. Damit rüsten wir Features wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für jede beliebige App nach, völlig egal, ob die Software das von Haus aus eigentlich kann oder nicht. Für die Umsetzung nutzen wir heute Docker Compose auf einem VPS und setzen Caddy als unseren Reverse Proxy davor. Bevor wir die ersten Container starten, schauen wir uns kurz an, was wir an Infrastruktur vorbereiten müssen, damit später beim Setup alles reibungslos verläuft. Zuerst werfen wir einen Blick auf den Server, wobei ich für dieses Video einen klassischen VPS benutzen möchte. Ich habe mir dafür einen kleinen Server gemietet, weil sich die Schritte so einfacher zeigen lassen. Ein kritischer Punkt bei der Planung ist vor allem der Arbeitsspeicher, da Authentic leider etwas RAM-hungrig ist. Ich empfehle euch für den Betrieb mindestens 4 GB RAM einzuplanen. Ich bin jetzt hier über SSH mit meinem Server verbunden. Was ich bereits im Vorfeld gemacht habe, war Docker und Docker Compose zu installieren. Also wenn ich hier Docker --Version eingebe, sehe ich, ich benutze momentan die Version 29.3.0 von Docker und bei Docker Compose habe ich die Version 5.1.0. Außerdem habe ich mir hier Caddy eingerichtet. Wie man das macht, habe ich bereits in einem einzelnen Video gezeigt. Wofür ich auch gesorgt habe, ist, dass meine Domain auf diesen Server zeigt. Wenn das alles soweit eingerichtet ist, müssen wir uns darum kümmern, wie wir Authentic installieren können. Dazu besuche ich zunächst einmal die Homepage von Authentic. Hier bin ich auf der Homepage von Authentic, die erreicht ihr unter goauthentic.io und hier habe ich auch die Dokumentation von Authentic. Es gibt hier den Punkt Installation und Configuration und hier gehe ich zu der Installation und gucke mir an, wie ich das Ganze installieren kann. Was hier vorgeschlagen wird, ist, dass man hier eine Compose-YAML herunterlädt von Authentic. Auch das kann ich hier einfach ausführen. Also ich kopiere mir hier diesen Befehl und auf meinem Server erstelle ich mir zunächst einmal einen Ordner für Authentic. Jetzt bewege ich mich in diesen Ordner hinein und führe den Befehl aus, den ich kopiert habe. Damit lade ich mir hier eine Compose-YAML herunter, die so aussieht. Was ich dann als nächstes machen muss, ist hier diese 2 Befehle auszuführen, um mir 2 Sicherheitsschlüssel zu generieren für mein Postgres-Passwort und mein Authentic Secret Key. Nachdem ich mir die Befehle kopiert habe, führe ich sie auch im Unterordner Authentic aus. Und jetzt sehe ich, dass auf meinem Server eine .env-Datei liegt und hier ist mein Postgres-Passwort und mein neuer Authentic Secret Key. Hier gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Authentic Error Reporting anzumachen. Das braucht man nur dann, wenn irgendwas schief läuft. Jetzt gucken wir uns noch einmal kurz die Compose-YAML an. Der Service Authentic braucht hier einmal eine PostgreSQL-Datenbank und hier wird PostgreSQL in der Version 16 Alpine benutzt. Hier wird das Volume Database verwendet. Ich möchte lieber ein Bindmount haben statt einem Named Volume, deshalb ändere ich hier das Ganze zu ./db und ich muss mir dann auch den Ordner db erstellen. Also hier gebe ich ein mkdir db und ich habe jetzt hier den Ordner, wo ich meine Datenbank speichern möchte. Aber natürlich klappt es hier auch als Named Volume. Als zweites gibt es hier den Service Server und das hier ist der Hauptdienst der Anwendung. Hier kann man auch festlegen, auf welchen Ports das Ganze erreichbar ist. Ansonsten verwende ich jetzt hier gerade in diesem Zeitpunkt das Image GoAuthentic Server mit der Version 2026.2.1. Falls ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt aufruft, gibt es vielleicht eine neuere Version.
Ihr könnt euch die Version angucken, indem ihr zum Repository von Authentic geht. Und hier seht ihr unter den Releases die neuen Versionen, die herausgekommen sind. Und hier unter den Packages gibt es den Server. Und hier seht ihr die Tags, die ihr verwenden könnt. Hier ist der, den ich momentan verwende, 2026.2.1. Ihr könnt euch auch hier angucken, bevor ihr ein Update durchführt, was sich geändert hat in dem Release. Ihr könnt aber auch hier zu dieser Seite gehen. Hier gibt es in der Dokumentation auch die Release Notes. Und hier sollte auch im Prinzip irgendwas stehen, wenn man aufpassen muss beim Update. Also hier sieht man die Breaking Changes. Manchmal muss man etwas in der Compose-Datei ändern. Ihr solltet aber nicht einfach so diesen Befehl hier ausführen, weil damit überschreibt ihr eure Änderungen, die ihr an eurer Compose-YAML gemacht habt. Das heißt, stattdessen müsste man sich eher angucken, was genau hat sich geändert und dann dieses Update einspielen. Wenn an der Konfiguration sich nichts geändert hat, reicht es hier einfach, den Tag auf einen neueren zu stellen, dann sudo docker compose pull auszuführen und dann wieder down und up. Hier sehe ich habe das volume.data und die custom-templates. Auch diese Ordner muss ich erstellen. Das heißt, ich gebe hier ein mkdir custom-templates und data. Jetzt habe ich die Ordner auch erstellt. Und als letztes habe ich hier den Worker. Der beruht auch auf dem Authentic Image, also auf Go Authentic Server. Und der hat die gleiche Version. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr beim Worker und beim Server wirklich die gleiche Version verwendet. Ansonsten sehe ich hier, dass Data, Certs und Custom-Templates gebunden wird. Also erstelle ich mir auch noch den Ordner Certs. Und jetzt habe ich insgesamt die Ordner Certs, Custom-Templates, Data und DB. Dann habe ich die .env und die Compose.yaml. Diese Volumes-Definition lösche ich hier raus. Was ich aber stattdessen mache, ist mein Netzwerk zu definieren. Und zwar habe ich vorher das Netzwerk Proxy erstellt. Und Proxy ist ein externes Netzwerk. Und zwar ist es das Netzwerk, was hier mein Dienst Caddy hat. Also wenn ich mir hier die Compose-YAML von Caddy angucke, dann sehe ich hier, ich habe das Netzwerk Proxy. Und dieses Netzwerk möchte ich auch an den Server binden. Das heißt, ich füge hier noch ein Networks und ich benutze hier das Netzwerk Proxy. Was ich aber auch machen muss, ist ein weiteres Netzwerk festzulegen und das nenne ich jetzt einfach Internal. Und hier sollte man nicht internal True eingeben, sondern external False. Dieses Netzwerk benutze ich jetzt, damit die drei Dienste sich hier gegenseitig sehen können. Das heißt, an den PostgreSQL-Service packe ich auch den Block Networks und da drin soll das Netzwerk internal sein. Hier im Server brauche ich auch das Netzwerk internal neben dem Netzwerk Proxy und im Worker brauche ich auch das Netzwerk. Und das Ganze speichere ich jetzt ab. Ich wundere mich ein bisschen, wo Redison ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Authentic auch einen Cache-Service hatte. Aber anscheinend wurde der entfernt. Jetzt versuche ich hier diesen Dienst zu starten. Das heißt, während ich mich im Ordner Authentic befinde, führe ich aus sudo docker compose up -d. Und jetzt werden die Images heruntergeladen. Das sollte eigentlich nicht allzu lange dauern. Und anschließend sollten die Container gestartet werden. Okay, ich habe mich anscheinend getäuscht. Obwohl das Image relativ klein ist, dauert es schon über 1 Minute, das herunterzuladen. Aber GitHub ist in letzter Zeit auch unzuverlässig. Insofern müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen. Jetzt ist das Ganze gestartet. Der Postgres-Container ist healthy. Dadurch sind jetzt auch die anderen 2 gestartet. Und ich kann mir in den Logs angucken, ob irgendwas Ungewöhnliches da drin steht. Also dazu gebe ich einfach ein sudo docker compose logs und ich sehe die ganzen Logs der Container. Der Start der Container kann hier auch ein paar Minuten dauern, bis wirklich alles durchgelaufen ist. Das heißt, an dieser Stelle ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich einen Kaffee holen zu gehen und damit die Wartezeit zu überbrücken.
Hier an dieser Stelle scheint es jetzt fertig zu sein. Zumindest geht der Log nicht weiter. Insofern kann ich das Ganze hier verlassen. Wenn das übrigens zu viel Log ist, dann könnt ihr auch das Log-Level einfach auf ein anderes Level setzen. Also das heißt, in anderen Worten, wenn ich hier in die compose.yaml gehe, dann könnte ich hier hinter Authentic Secret Key auch Authentic_log_level eingeben. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, das Ganze soll nur mir ein Log ab dem Status Warning anzeigen und nicht alles. Wenn ich das Ganze hier kopiere und auch hier einfüge und das Ganze jetzt neu starten würde, dann würde der Log deutlich kleiner werden. Was ich als nächstes machen muss, ist hier die IP-Adresse meines Servers zu besuchen mit der Endung if flow initial setup. Also ich kopiere mir hier diesen Teil und jetzt brauche ich auch noch die IP-Adresse meines Servers. Die brauche ich hier am Anfang. Das heißt, ich besuche jetzt hier meine Server-IP $9000/if/flow/initial setup. Und wichtig ist, dass hier auch ein Trailing Slash am Ende steht. Jetzt rufe ich das Ganze auf und ich sehe hier mein Setup. Das heißt, ich kann jetzt hier eine Admin-E-Mail eintragen und ich drücke auf Weiter und jetzt bin ich hier in Authentic angemeldet. Das heißt, an dieser Stelle haben wir jetzt Authentic installiert, aber es bringt uns noch nichts, weil wir es noch nicht einsetzen. Also hier oben rechts kann ich auch zwischen der Benutzeroberfläche und der Admin-Oberfläche wechseln. Hier sehe ich jetzt die Admin-Oberfläche, alles scheint okay zu sein. Was ich als nächstes brauche, ist irgendein Dienst, den ich damit schützen kann. Das heißt, ich gehe jetzt hier einen Schritt zurück und erstelle hier einen neuen Ordner, den nenne ich Nginx. Und ich wechsle in den Ordner Nginx und erstelle hier eine compose.yaml. Und ich erstelle mir hier auch eine index.html. Das heißt, in die index.html füge ich einfach eine Seite hinzu. Willkommen auf meiner geheimen Seite. Das speichere ich jetzt ab. Und jetzt muss ich hier in der Compose-YAML meinen Dienst definieren. Und meine index.html packe ich in den Ordner USL share nginx html index.html. Das heißt, diese HTML wird in den Container geladen und ich brauche mein Netzwerk Proxy. Und dieses Netzwerk definiere ich auch hier unter Networks Proxy External True. Und jetzt starte ich das Ganze, indem ich hier eingebe sudo docker compose up-d und hier habe ich ein S vergessen bei Service, weil das Ganze heißt Services. Jetzt starte ich das Ganze nochmal und jetzt läuft es auch alles. Die Container sind gestartet und die Seite kann ich natürlich nicht aufrufen, weil ich habe hier keinen Port geöffnet. Was ich jetzt aber mache, ist in meine Caddy-File zu gehen. In meiner Caddy-File wähle ich mir jetzt irgendeine Domain, die auf den Server zeigt, zum Beispiel nginx.pixan.de. Und hier brauche ich einen Reverse Proxy. Und zwar einen Reverse Proxy zum Dienst namens Nginx mit dem Port 80, weil das der Standardport ist. Und das Ganze speichere ich jetzt mal ab und ich starte die Caddy-File nochmal neu. Wie man das Ganze mit Caddy Reload einrichtet, zeige ich in meinem Caddy-Video. Also schaut euch das an, falls ihr erfahren wollt, wie man das so einrichtet. Jetzt habe ich das Ganze neu geladen und jetzt versuche ich nginx.pixan.de aufzurufen und ich sehe hier meine Seite. Das heißt, die Webseite läuft ganz normal. Ich habe hier auch ein SSL-Zertifikat. Das war alles so wie gewohnt. Jetzt schließe ich das Ganze nochmal und ich gehe nochmal in die Caddy-File. Das erste, was ich mache, ist mir hier eine Domain anzulegen für mein Authentic. Das heißt, ich lege mir jetzt hier eine neue Subdomain für die Authentifizierung an. Und hier soll ein Reverse Proxy sein an Authentic. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Ganze in meiner Compose-YAML hieß. Das Ganze hieß hier Server
Und zwar mit dem Port 9000. Jetzt speichere ich das Ganze ab und lade die Caddy-File nochmal neu. Und jetzt gucke ich, ob ich das Ganze erreichen kann. Und ich sehe hier, ich kann die Seite erreichen. Das heißt, das muss bis hierhin so funktionieren. Was ich jetzt hier als nächstes machen muss, ist, das Ganze abzuändern. Dieses Reverse Proxy Nginx 80 soll erst dann ausgeführt werden, wenn vorher die Authentifizierung erfolgreich ist. Das heißt, das erste, was ich brauche, ist ein Reverse Proxy zu /outpost.goauthentic.io/Stern. Und zwar hier gebe ich ein Server Doppelpunkt 9000. Das Ganze speichere ich ab. Als nächstes brauche ich einen Block mit Forward Auth. Und hier brauche ich wieder den Server mit dem Port 9000. Und hier gebe ich wieder einen URI/outpost.goauthentic.io/auth für Authentication/Caddy. Jetzt muss ich mir hier Headers kopieren. Das heißt, ich gebe einen Copy Headers und dann mache ich den Header x authentic -username x authentic -groups und x authentic -email. Und als letztes x -authentic -name. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und ich gebe hier noch einen Trusted Proxies. Trusted-Proxies ist Private-Ranges. So, das Ganze speichere ich jetzt ab. Und jetzt kann ich das natürlich ausführen. Das bringt aber noch nichts. Wenn ich das jetzt neu starte und dann versuche, meine Seite aufzurufen unter nginx.pixam.de, dann erreiche ich einfach gar nichts. Das, was ich jetzt machen muss, ist jetzt hier die Anwendung einzurichten. Das heißt, ich gehe hier in den Menüpunkt Anwendung und hier habe ich den Unterpunkt Provider. Und hier gehe ich rein und drücke auf Erstellen und hier muss ich einen Typen auswählen. Und der Typ, den ich habe, ist ein Proxy-Provider, weil meine App bietet kein OAuth 2 oder OpenID an. Jetzt drücke ich hier auf Weiter. Jetzt kann ich hier einen Provider Name eingeben. Ich kann das Ganze zum Beispiel nennen Nginx Provider. Und hier habe ich einen Authentifizierungsflow. Ich wähle hier aus Default Provider Authorization Implicit Consent. Jetzt kann ich hier einen Modus festlegen und ich möchte hier ein Forward Auth haben für eine einzelne Anwendung. Und als externen Host muss ich hier die Seite festlegen. Das heißt, hier kopiere ich einfach die Domain rein und ich drücke auf Beenden. Jetzt habe ich hier meinen Nginx Provider, sondern was ich jetzt mache, ist hier zu der Anwendung zu gehen und jetzt muss ich eine Anwendung erstellen. Ich drücke hier Erstellen und als Application Name kann ich hier sagen, das ist meine Nginx App und hier als Schnittstelle wähle ich den Nginx Provider aus, den ich angelegt habe. Jetzt drücke ich hier auf Erstellen und jetzt habe ich hier meine Nginx App und jetzt muss ich in den Anwendungen in den dritten Punkt gehen und zwar hier zu den Outposts und hier habe ich meinen Authentic Embedded Outpost. Den kann ich hier bearbeiten. Ich kann hier auswählen, welche Anwendungen darunter verfügbar sein sollen. Und ich möchte hier die Nginx App auswählen und ich füge sie hier ein. Jetzt drücke ich auf Aktualisieren und in der Theorie müsste es das jetzt gewesen sein. Ich rufe jetzt die Seite nochmal neu auf und ich sehe hier die Seite. Wenn ich jetzt ein privates Fenster öffne und nginx.pixam.de aufrufe, dann sehe ich, ich muss mich hier anmelden. Jetzt kann ich mich hier mit meinem Benutzernamen anmelden und jetzt bin ich wieder auf der Seite angemeldet. Das heißt, ich habe jetzt eine Authentifizierung vor meine App geschaltet.
Wenn ich auf meinen Provider hier gehe, kann ich auch den Provider anklicken. Dann sehe ich hier auch, wie man das Ganze einrichten kann. Also hier sehe ich dann bei Caddy eigenständig, was genau kopiert werden soll. Das heißt, ihr braucht nicht meinen Code da zu kopieren, sondern ihr kopiert einfach von hier das, was ihr braucht. Hier sehe ich, es gibt noch mehr Headers, die kopiert werden müssen. Ich kopiere mir das hier rüber und füge das hier in die Caddy-File ein. Und damit habe ich alles, was ich brauche. Hier steht auch noch, dass ich eine Route drumherum schließen sollte. Das heißt, das kann ich auch mal machen. Ich kopiere mir das und ich füge hier diese Route ein und schließe sie hier unten auch wieder. Jetzt speichere ich das Ganze nochmal ab. Und so sieht die ganze Konfiguration jetzt aus. Ich starte es nochmal neu und teste das Ganze, indem ich nochmal die Seite besuche und ich sehe, ich kann sie aufrufen, weil ich hier angemeldet bin. Und wenn ich ein privates Fenster öffne, dann sollte ich wieder beim Anmeldebildschirm landen. Was ich jetzt nochmal mache, ist in den Outpost zu gehen. Hier sehe ich meinen Outpost. Ich gehe jetzt nochmal auf Bearbeiten und in den erweiterten Einstellungen sehe ich hier den Authentic Host. Ich möchte aber nicht den Host mit dieser IP-Adresse haben, sondern ich möchte HTTPS und dann auth.pixan.de haben. Und jetzt drücke ich hier nochmal auf Aktualisieren. Jetzt warte ich kurz und jetzt gehe ich nochmal pixan.de aufrufen und zwar in einem privaten Fenster. Das heißt, ich öffne jetzt wieder ein privates Fenster. Ich füge die Domain ein. Ich gehe hier hin und jetzt sehe ich, ich werde weitergeleitet an auth.pixan.de. Das heißt, das funktioniert alles und das heißt, ich kann jetzt hier auch weitere Anwendungen hinzufügen. Wenn ich jetzt hier den Service kopiere und jetzt den Service Nginx 2 habe mit der Index 2.html, ich speichere das Ganze und jetzt erstelle ich hier an dieser Stelle eine Index 2.html. Ich erstelle hier wieder eine HTML-Datei. Hier schreibe ich rein, hallo, diese Seite ist durch Authentic gesichert. Die Datei speichere ich jetzt. Jetzt starte ich den Dienst nochmal neu. Ich gebe ein sudo docker compose down. Und jetzt wieder das gleiche mit up-d. Jetzt wird das Ganze gestartet. In der Caddy-File kann ich jetzt hier einfach diesen ganzen Block kopieren. Ich füge ihn hier nochmal ein. Ich möchte jetzt nginx 2.pixan.de haben. Und nginx 2.pixan.de soll wieder genau das gleiche machen. Und zwar hier soll das Ganze mit dem Reverse Proxy an Nginx 2 gehen. Und jetzt starte ich Caddy nochmal neu. Und jetzt versuche ich, die neue Seite zu erreichen. nginx2.pixan.de. Und hier sehe ich, es gibt einen Fehler. Der Nginx Provider providet hier den auf nginx.pixan.de. Was ich jetzt hier machen muss, ist quasi eine neue Anwendung zu erstellen. Also ich erstelle jetzt einfach eine Anwendung mit Provider, also alles gleichzeitig. Und die Anwendung nenne ich Nginx 2. Jetzt gehe ich auf Weiter. Ich will hier als Provider den Proxy Provider. Ich gehe weiter. Hier ist Provider for Nginx 2. Ich wähle hier aus Implicit. Weil sobald man sich anmeldet, ist man dann automatisch drin. Bei Explicit kommt nochmal ein Zwischenbildschirm, wo man sagen muss, ob man sicher ist oder nicht. Also ich kann hier auch zum Spaß Explicit mal auswählen. Und hier wähle ich wieder den Forward Auth aus. Man könnte auch auf Domain-Ebene die Authentifizierung weiterleiten. Dann muss man nicht für jede Anwendung einen eigenen Provider erstellen. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier gebe ich jetzt meine Domain nginx2.pixan.de. Das lasse ich alles so sein. Ich drücke auf Weiter. Hier könnte ich auch noch Gruppen und so weiter festlegen, die darauf zugreifen können. Das ist wichtig, wenn ich das nicht nur alleine verwende, sondern weitere User hier bei Authentic drin habe und denen Zugriff auf meine App gewähren möchte. Und hier
drücke ich jetzt auf Speichern. Die Anwendung wurde gespeichert. Das heißt, ich habe jetzt hier die Anwendung Nginx 2 und den Provider vor Nginx 2. Das heißt, ich kann mir hier auch angucken, wie man das Ganze hier wieder festlegen soll. Aber es hat sich ja nichts geändert. Und hier muss ich wieder in den Outpost gehen, und zwar in den Authentic Embedded Outpost. Hier drücke ich auf Bearbeiten und sage, die Nginx 2 App soll auch zugelassen sein von diesem Outpost, beziehungsweise er soll darauf zugreifen. Jetzt habe ich das gespeichert. Jetzt gehe ich auf nginx2.pixam.de und ich sehe hier, ich muss mich anmelden. Und jetzt versuche ich mich hier anzumelden. Und jetzt kriege ich hier die Meldung, dass ich weitergeleitet werde an Nginx 2. Und hier muss ich dann weiter drücken und erst dann komme ich zur Seite. Also das ist der Unterschied zwischen Explicit und Implicit. Wenn ich das Ganze jetzt in einem privaten Fenster öffne, dann passiert natürlich genau das Gleiche. Ich lande hier auf der Authentifizierungsseite und ich muss mich hier anmelden, um mit Nginx 2 fortzufahren. Das heißt, ich habe jetzt eine Möglichkeit, meine Apps zu sichern. Also hier habe ich die Möglichkeit, Benutzer anzulegen, Gruppen zu verwalten. Ich habe hier auch meine Benutzeroberfläche und in der Benutzeroberfläche sehe ich hier die Apps und kann zu den einzelnen Apps gehen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach die Domain aufrufe von Authentic, lande ich hier in meinem Dashboard. Ich habe damit auch gleichzeitig einen Überblick über die Anwendungen, die mir zur Verfügung stehen. Ich kann hier auch in den Einstellungen Multifaktor-Authentifizierung aktivieren oder Token- und App-Passwörter festlegen. Also hier kann ich zum Beispiel einen TOTP-Device anlegen. Damit hätte ich dann die Möglichkeit, Google Authentication oder ähnliche Apps zu benutzen. Damit habe ich schon im Prinzip das meiste, was ich brauche. Jetzt möchte ich noch eine App benutzen, die eine eigene Authentifizierung hat. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf deploy.de und gehe hier in den Blog und ich möchte mir jetzt zum Beispiel Paperless installieren. Das heißt, ich gehe zu meinem Artikel über Paperless, gehe hier zum Generator, sage hier, dass der Volume-Pfad bei mir ./data ist. Das lasse ich alles so, wie es ist. Hier bei der URL gebe ich ein, die URL ist paperless.pixam.de. Ich gehe weiter. Ich gehe hier noch einen Schritt weiter. Hier brauche ich meine User-ID und Gruppen-ID. Im Terminal führe ich aus ID und sehe hier, ich habe die 1000 und 1000. Ich habe hier das Netzwerk Proxy. Ich will nicht Gutenberg und Tika verwenden, das brauche ich jetzt in diesem Video nicht. Das lasse ich auch so, wie es ausgewählt ist. Ich gehe auf Weiter und jetzt kopiere ich mir hier die YAML-Datei. Auf dem Ordner gehe ich einen Schritt zurück, erstelle den Ordner Paperless. Ich wechsle in den Ordner Paperless und erstelle eine compose.yaml und ich erstelle auch noch die Ordner db, data, consume, cache und den letzten habe ich vergessen. Ich öffne hier im Ordner Paperless die compose.yaml, füge das Ganze hier ein. Ich brauche noch Media und Export. Das heißt, ich gebe hier noch einen mkdir Media Export. Hier benutze ich den Ordner Cache. Hier benutze ich den Ordner ./db. Ich habe hier meinen Datenpfad falsch eingegeben. Hier nutze ich auch Data, Media, Export und Consume. Das sieht für mich momentan alles okay aus. Ich speichere die Datei ab und führe das Ganze aus mit sudo docker compose up-d. Und jetzt gehe ich in die Caddy-File und füge jetzt hier paperless.pixam.de ein. Und ich brauche einen Reverse Proxy zum Container. Jetzt habe ich vergessen, wie ich ihn genannt habe. Der heißt hier Paperless. Zum Container Paperless mit dem Port 8010. Aber ich habe auf meinem Kanal auch mehrere Videos, wo ich nur auf die Installation von Paperless eingehe. Falls euch das mehr interessiert, schaut euch meine anderen Videos dazu an. Jetzt habe ich hier den Reverse Proxy festgelegt und jetzt lade ich Caddy nochmal neu. Und jetzt versuche ich Paperless auch zu erreichen. Also ich gehe hier zu paperless.pixam.de
Und anscheinend gibt es hier ein Problem. Ja gut, also der Standardport für Paperless ist auch nicht 8010, sondern 8000. Jetzt starte ich Caddy nochmal neu. Und jetzt lade ich hier die Seite nochmal neu. Und jetzt sehe ich hier die Anmeldung. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Benutzernamen anlegen. Eine E-Mail brauche ich jetzt nicht. Ich brauche ein Kennwort. Und ich drücke auf Registrieren. Und jetzt bin ich hier bei Paperless angemeldet. Wenn ich jetzt mit der gleichen Methode wie für meine Nginx-Seite Authentic benutze, um Paperless zu sichern, werde ich erst einmal von Authentic gefragt, wie mein Passwort ist, und dann lande ich immer noch im Login-Screen von Paperless. Ein doppelter Schutz ist zwar nicht verkehrt, aber es ist ja auch irgendwie nervig. Also was ich jetzt hier mache, ist in Authentic wieder in meine Admin-Oberfläche zu gehen und ich wähle hier aus Anwendungen und wieder gehe ich in den Provider und ich erstelle einen Provider für Paperless. Und diesmal nehme ich aber nicht den Proxy-Provider, sondern ich wähle hier OAuth 2 OpenID-Anbieter. Das muss aber auch die Anwendung unterstützen, damit es funktioniert. Ich drücke hier auf Weiter und hier bei Provider Name gebe ich jetzt hier ein, zum Beispiel Paperless Provider. Und ich kann jetzt hier auch wieder einen Authentifizierungsflow auswählen und auch hier nehme ich Implicit. Bei Client ID lasse ich alles so, wie es ist. Bei der Redirect URI muss ich einen Eintrag hinzufügen. Und zwar gehe ich hier auf Strict und ich brauche meine URL, die ist https://paperless.pixan.de. Hier lege ich jetzt auch noch einen Slug fest. Das Ganze soll unter Accounts uidc/authentic/login/callback bereitgestellt werden. Und auch hier ist wichtig, dass das Ganze mit einem Slash am Ende aufhört. Und hier drücke ich jetzt auf Beenden und ich habe damit mein Paperless Provider. Als nächstes gehe ich zu Paperless. Ich muss jetzt hier meine Paperless Social Account Providers festlegen. Also hier habe ich auch die weitergehende Dokumentation dazu. Und im Prinzip müsste es so ähnlich sein wie Authelia. Hier an der Stelle bin ich mir selbst nicht sicher, weil ich das nicht getestet habe. Also, ich gehe in die Paperless Compose.yaml. Ich muss jetzt hier eine neue Umgebungsvariable festlegen. Hier sehe ich von Authentic, wie man das Ganze integrieren kann. Ich kopiere mir das hier alles raus und füge das in meine Compose.yaml ein. Also hier habe ich jetzt an meinen Container Webserver in die Umgebungsvariablen hier noch weitere Umgebungsvariablen hinzugefügt. Hier brauche ich jetzt meine Client-ID und mein Secret. Das heißt, ich öffne noch einmal den Provider und drücke hier auf Bearbeiten und ich kopiere mir hier meine Client-ID und die füge ich hier ein. Dann nehme ich meinen Client-Secret und den füge ich hier ein. Als nächstes habe ich hier meine Server-URL und zwar habe ich hier auth.pixan.de/application/o/ jetzt brauche ich hier meinen Application Slug, aber ich habe noch kein Application Slug. Hier nehme ich nochmal eine Application und gebe jetzt ein Paperless App und hier habe ich den Slug Paperless-App. Das kopiere ich, wähle ich hier meinen Paperless Provider aus, drücke auf Erstellen. Jetzt ist der hier erstellt und mein Application Slug ist Paperless-App. Das Ganze speichere ich ab. Jetzt muss ich hier unten die URL auch noch ändern. Das heißt, das hier kopiere ich mir hier runter und mein Application Slug kopiere ich mir hier auch runter. Und was ich hier auch noch brauche, ist Paperless unterstrich redirect login to SSO, damit alles weitergeleitet wird an Authentic. Jetzt gucke ich mal, ob das Ganze funktioniert. Ich wechsle zu Paperless und ich starte das Ganze nochmal neu, indem ich eingebe sudo docker compose down
und dann wieder ab-d. Jetzt versuche ich, die Seite nochmal neu aufzurufen. So, und jetzt ist es geladen und ich bin in der Anwendung. Jetzt versuche ich das Ganze nochmal neu zu laden, paperless.pixam.de. Und jetzt sehe ich hier, ich werde weitergeleitet an Authentic und kann mich jetzt hier anmelden. Und sobald ich mich hier angemeldet habe, bin ich angemeldet, aber irgendwas stimmt nicht. Ich lade die Seite nochmal neu und ich bin nicht berechtigt, die API UI Settings zu laden. Also wenn ich mich jetzt hier nochmal abmelde und Paperless nochmal neu lade, ich bin abgemeldet, ich kann mich hier über Authentic anmelden, beziehungsweise es ist jetzt automatisch passiert. Und jetzt kann ich immer noch die Seite nicht sehen. Aber warum nicht? Also Paperless Social Auto Sign-up sollte man im Übrigen auch ausstellen, außer man möchte, dass sich fremde Leute bei Paperless anmelden können. Ich nehme mal die 3 Sachen hier raus. Nochmal, speichere das Ganze und starte Paperless nochmal neu. Jetzt lade ich hier die Seite nochmal neu. Es gibt ein Problem, aber das liegt einfach daran, dass Paperless ein bisschen braucht, bis es wirklich gestartet ist. Jetzt fällt mir ja gerade ein, jetzt lade ich die Seite nochmal neu. Ich merke ja, ich bin hier angemeldet als irgendwer. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Anwendungen richtig miteinander verbunden habe, tatsächlich. Also hier habe ich das Problem jetzt, dass ich die Sachen falsch rum gemacht habe. Was ich jetzt noch einmal mache, ist das Ganze hier herunterzufahren, indem ich sudo docker compose down eingebe. Jetzt lösche ich den Ordner Data und den Ordner DB und auch noch den Ordner Cache. Jetzt erstelle ich die Ordner wieder. Data, DB und Cache. Und jetzt starte ich das Ganze nochmal neu. Mit sudo docker compose ab-d. Jetzt werden die Container wieder gestartet. Jetzt muss ich natürlich hier warten, bis ich Paperless wieder erreichen kann. Hier außer Paperless findet ihr im Übrigen auch noch viele andere Anwendungen, die ihr verwenden könnt, die sich extra absichern lassen, zu der es hier eine Anleitung gibt. Also zum Beispiel habe ich erst vor kurzem ein Video zu Linkwarden gemacht. Auch bei Linkwarden könnt ihr Authentic da rein integrieren. Jetzt versuche ich die Seite nochmals aufzurufen. Ich muss mir einen neuen Admin-Benutzer erstellen und ich registriere mich jetzt hier. Und das, was ich jetzt hier mache, ist in mein Benutzerkonto zu gehen, in mein Profil. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, mein Konto mit einem Drittanbieterkonto zu verknüpfen. Und das versuche ich an dieser Stelle mal und drücke jetzt hier auf Fortfahren. Und jetzt lade ich die Seite neu und jetzt bin ich tatsächlich in Paperless hier angemeldet über Authentic. Das heißt, wenn ich jetzt ein privates Fenster öffne, dann kann ich mich hier jetzt anmelden über meinen ganz normalen Benutzernamen und mein Kennwort oder hier auch Authentic auswählen. Wenn ich Authentic auswähle, melde ich mich hier an und sobald ich mich hier angemeldet habe, lande ich dann auch in Paperless und das gesamte Dashboard wird geladen. Also hier an dieser Stelle wichtig ist, ihr dürft euch erst mit Authentic anmelden, nachdem ihr euer Benutzerkonto mit Authentic verbunden habt. Was man jetzt an dieser Stelle natürlich auch machen könnte, wäre in Paperless hier noch reinzusetzen die Umgebungsvariable Paperless Disable Regular Login. Dann gibt es nicht mehr die Möglichkeit, sich über einen normalen Benutzer anzumelden, sondern es geht dann nur noch über Authentic. Beziehungsweise hier gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze gleich an SSO weiterzuleiten. Was ihr jetzt an dieser Stelle machen solltet, ist nochmal zu überlegen, ob ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierung in Authentic einrichtet, damit ihr zum Beispiel euer Handy braucht, um euch irgendwo anzumelden. Und was ihr dann darüber hinaus machen solltet, ist natürlich in Authentic die Compose-YAML von euch zu sichern und euch auch eine Backup-Strategie für euren Datenbankordner anzulegen. Was in der Regel gemacht werden sollte, wäre zum Beispiel Ophelia einzusetzen und dann einen täglichen PG-Dump der Datenbank auszuführen und diesen Dump dann über ein 3-2-1 Backup irgendwo anders zu sichern. Zu einer solchen Sicherung habe ich auch bereits ein Video erstellt,
wie man das Ganze mit Duplicati bewerkstelligen kann, aber ihr könnt natürlich auch eine komplett andere App nehmen. Nur solltet ihr euch sicher sein, dass euer Backup funktioniert und dass ihr auch einen Restore einmal ausprobiert habt. Damit haben wir unser Ziel für heute erreicht und Authentic läuft jetzt in meinem Fall stabil auf dem VPS. Wir haben jetzt eine Anmeldung für eine App ohne Anmeldung eingerichtet und auch eine App wie Paperless. Damit haben wir jetzt eine höhere Sicherheit im Alltag. Schreibt gerne unten in die Kommentare, falls ihr an einem bestimmten Punkt hängen geblieben seid oder welches Feature euch besonders interessiert. Falls euch das Video bei eurem Setup geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like von euch freuen. Ihr könnt auch natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Friend